Wir kommen jetzt zum Kapitel 4, in dem es um Grundrechte als subjektive Rechte geht. Ich beginne mit einem Blick auf den Begriff des subjektiven Rechts. Seit über 200 Jahren tobt ein Streit zwischen der Willenstheorie und der Interessentheorie. Nach der Willenstheorie sichern subjektive Rechte die Autonomie der Person. Nach der Interessentheorie sichern sie die Interessen der Träger der Rechte. Dem stelle ich am Beginn dieses Kapitels das Drei-Stufen-Modell der subjektiven Rechte entgegen. Im Drei-Stufen-Modell wird zwischen den subjektiven Rechten als rechtlichen Positionen und anderen Elementen unterschieden. Auf der ersten Stufe stehen die Gründe für subjektive Rechte. Diese Gründe können sowohl Interessen der Individuen als auch die Willensfreiheit oder Autonomie der Individuen sein. Ja, mehr noch. Die Gründe können sogar kollektive Güter betreffen. So gibt es die Effektivität der Wirtschaft als kollektives Gut als Grund für die Garantie des Eigentums. Das heißt, der Streit zwischen der Interessentheorie und der Willenstheorie ist, wenn er als alternativ definiert wird, ein Fehler. Denn beides kann kombiniert werden. Auf der zweiten Stufe stehen die Rechte als rechtliche Relationen oder Positionen. Das ist sozusagen die logische Ebene der Grundrechte. Auf der dritten Ebene steht die Durchsetzbarkeit der subjektiven Rechte, die etwa für Hans Kelsen, der in dem wunderbaren Gebäude hinter uns der juristischen Fakultät vor vielen Jahren einen Ehrendoktor bekommen hat. Für Hans Kelsen ist die dritte Stufe besonders wichtig, die Durchsetzbarkeit der subjektiven Rechte. Ich konzentriere mich in allem Weiteren ganz auf die zweite Stufe, auf die Rechte als rechtliche Relationen. Vor diesem Hintergrund unterscheide ich nunmehr unter der Überschrift das System der rechtlichen Grundpositionen zwischen drei Arten von grundrechtlichen Grundpositionen. Die erste und wichtigste Kategorie bildet das Recht auf etwas. Wir können auch von einem Anspruchs- oder auf Englisch einem Claim Right sprechen. Und nun muss ich wieder zur Tafel gehen, die Rechte auf etwas können als dreistellige Relationen definiert werden. R, A, B, G. Das ist die logische Struktur eines Rechts auf etwas. Ich will gleich die Äquivalenz hinzufügen, ist dasselbe wie O, B, A, G. O ist der deontische Operator, der sagt, es ist geboten, dass. O ist der normative Grundbegriff schlechthin. In beiden Fällen haben wir dreistellige Relationen. Das Recht von A, das ist etwa der Bürger, gegenüber B, dem Staat, auf G,
den Gegenstand auf Deutsch, darauf etwa, dass der Staat nicht in die Meinungsäußerungsfreiheit eingreift. Dieses Recht ist dasselbe wie das Gebot, adressiert an den Staat, an B, darauf, dass A zugunsten von A, dass nicht in seine Meinungsäußerungsfreiheit eingegriffen wird. Dies macht deutlich, dass Rechte als rechtliche Positionen kein Mysterium sind, sondern klar definierte, dreistellige deontische Relationen. Das ist die erste Kategorie, das Recht auf etwas. Die zweite Kategorie bilden die Freiheiten. Freiheiten X ist frei von Y im Hinblick auf Z. Auch Freiheiten sind dreistellige Relationen. Dies X ist die Person, die frei ist free, frei, von Y. Und Y ist das Hindernis der Freiheit. Die Freiheitshindernisse können aus rechtlichen Verboten bestehen, dann geht es um die rechtliche Freiheit. Sie können aber auch, die Freiheitshindernisse, aus finanzieller Armut bestehen. Es gibt viele Menschen, die sind nicht frei von Geldmangel, Weltreisen zu machen. Das ist die ökonomische Freiheit. Wir können hier eine Theorie der Freiheitshindernisse entwickeln. Die rechtliche Freiheit ist in der Theorie der Grundrechte von besonderer Bedeutung. Sie ist wie folgt zu definieren. Die rechtliche Freiheit auf G ist definiert P, G und P non-G. Das ist der zentrale Punkt. P ist der deontische Operator für die Erlaubnis. Libertas auf Lateinisch. Frei im Hinblick auf G, Freiheit im Blick auf G besteht, wenn G erlaubt ist und G nicht erlaubt ist. Das ist die negative Freiheit, die nicht bestimmte Handlungen fordert, sondern die die Handlungsalternative G und nicht G erlaubt. Das ist die Kategorie der grundrechtlichen Freiheit. Und mir geht es vor allem darum, deutlich zu machen, dass alles auf einen einzigen deontischen Operator zurückgeführt werden kann. Den deontischen O-Operator. O ist der wichtigste Operator. Mit Hilfe von O können wir Rechte definieren und mit Hilfe von O können wir P definieren und mit Hilfe von P können wir die Freiheit definieren. Das ist die zweite Grundkategorie nach den Rechten auf etwas, den Anspruchsrechten, die Freiheit. Die dritte Grundkategorie ist die Kompetenz, die Kategorie der Kompetenz. K, A, B, P, B.
Kompetenzen lassen sich in Kompetenzen des öffentlichen Rechts und des privaten Rechts einteilen. Die wichtigste Kompetenz des öffentlichen Rechts ist die Kompetenz des Parlaments, Gesetze zu beschließen. Im Hinblick auf diese Kompetenz sind die Grundrechte negative Kompetenznormen. Aber es gibt auch Kompetenzen des Privatrechts. Die Kompetenz, einen Vertrag zu schließen. Die Kompetenz, ein Testament zu machen. Die Kompetenz, Eigentum zu verkaufen, sind ebenfalls Kompetenzen. Und der Bürger A hat eine Kompetenz gegenüber dem Staat, eine bestimmte Position, eine Eigentumsposition auszuüben. Wir haben zwei Arten von Grundrechten. Wir haben Grundrechte, die die natürliche Freiheit schützen, wie die Meinungsäußerungsfreiheit, die Fortbewegungsfreiheit. Und wir haben Grundrechte, die Kompetenzen schützen, wie die Eigentumsfreiheit. Vor diesem Hintergrund möchte ich nun einen wesentlichen Begriff einführen. Es ist der Begriff des Grundrechts als Ganzem. Ich habe gesagt, wir haben drei Arten von juristischen Grundpositionen im Felde der Grundrechte. Ich wiederhole, die Rechte auf etwas, die Freiheiten und die Kompetenzen. Mithilfe dieses logischen Instrumentariums ist es möglich, den verschiedenen Grundrechten komplexe Strukturen aus diesen Gebilden zuzuordnen. Auf diese Weise gelangen wir zu einer vollständigen Analyse des normativen Gehalts der Grundrechte. Das ist das Ergebnis dieses Kapitels, des 4. Kapitels.